Servus aus Schwarzach. Heute wollen wir euch mal die Vorteile unseres James Barrow Dachzelts in Verbindung mit der Markise und dem dazugehörigen Tunnel zeigen. Der erste Schritt ist immer das Befestigen des Tunnels. Dafür haben wir hier am Zelt oben diese schwarze Kederleiste. Hier wird das Tunnel nun eingehängt und danach wird das Zelt geöffnet. Beim Aufbau des Tunnels gibt es immer einen kleinen Trick zu beachten. Und zwar steckt man als erstes hier die beiden Rohre zusammen. Danach verdreht man diese Rohre, weil so wie es jetzt ist, ist es nämlich auf links gedreht. Das heißt, das hier ist dann die Innenseite, die hier gerade so drinnen ist. Indem ich das Ganze jetzt hier so drehe und dann hier rüberziehe mit dem Stoff, habe ich das nun richtig herum und die Schienen lassen sich jetzt nicht mehr öffnen. Als nächstes müssen wir den Tunnel an der Zeltkederleiste einführen. Als nächstes öffnet man das Zelt an seinen 4 Schnallen. Erst hinten, einmal, zweimal, drückt es dann hinten hoch. Öffnet dann noch beide Schnallen vorne. Als nächstes machen wir die Markise auf. Hierfür lösen wir die 4 Klettschlaufen und öffnen dann den Klett vom Schutzcover. Hier ein bisschen gucken, dass die Markise, dadurch, dass sie dann lose ist, nicht aufs Auto fällt. Die Hand ein bisschen drunter halten, das Ganze dann rausnehmen. Am besten ist es, wenn man zu zweit ist, dann kann eine Person das Endstück ausrollen, so wie hier. Dann kann man das hier ganz fix nehmen, befestigen und straff ziehen. Ebenso die andere Seite. So, dann noch hier die beiden Füße. Die Füße sind Teleskopstangen. Das heißt, ich kann auch bei niedrigen Fahrzeugen kann ich sie einfach ein bisschen höher stellen und habe dann hier unten trotzdem meine Kopffreiheit. Zu guter Letzt befestige ich noch die Markise an der Stange, damit sie da straff sitzt und nicht im Wind flattert. Als nächster Schritt kommen wir zum eigentlich coolsten Feature am ganzen Aufbau. Und zwar ist das der Durchstieg. Und zwar kann ich jetzt hier durch die Markise ins Dachzelt hineinsteigen. Ich kann auch den Tunnel, den wir vorhin aufgehängt haben, mit der Markise verbinden. Dafür habe ich dieses Zurband. Das ist zum einen ein doppelseitiges Klettband für die Markise. Und dann nochmal, hier sieht man es, ein langer Streif mit Klett für den Tunnel. Der Tunnel hat hier innen ein recht großes Flauschband. Das heißt, Markise und Zelt müssen nicht Millimeter genauen Abstand haben, damit das Ganze funktioniert. Sondern man hat da recht viel Spiel, dass das eigentlich immer gut funktioniert. Wir empfehlen immer, die Markise so zu montieren, dass sie quasi seitlich bündlich mit dem Zelt endet. Dann schaut sie nicht raus, verschwindet quasi unterm Auto und sieht einfach aus wie ein zusammenhängendes Set, auch wenn es geschlossen ist. Zum Montieren nimmt man am besten die Stirnseite, klettet das hier dran und geht dann hier mit dem Klett seitlich nach vorne. Ehrlicherweise, wenn es jetzt trocken ist, so wie bei diesem Wetter, was wir dann machen auch oft, wir verbinden das gar nicht mit Tunnel und Markise. Da gibt es ja nichts, was reinregnen könnte. Man hat da trotzdem noch seinen Sichtschutz, wenn man raus und reinsteigt und kann auch noch mal so ein bisschen gegen den Tunnel, muss ich da nicht so durchzwängen. Jetzt, wenn ich das hier so dran habe, mache ich es noch oben dran. Ich muss jetzt nur noch das obere Ende mit dem Tunnel verbinden. So, und habe jetzt hier das hier komplett abgedichtet, dass ich trockenen Fußes reinsteigen kann. Klar, die Seiten hier oben sind nicht komplett wasserdicht oder luftdicht, von oben aber und auch generell mit Regen kommt da auch nichts dann ins Zeltinnere rein. Das heißt, ich kann auch, wenn es wirklich regnet, kann ich das hier so aufgebaut stehen lassen und komme halt trockenen Fußes an mein Auto und von dort ins Zelt. Markise und Tunnel, so wie sie hier sind, lassen sich beide auch unabhängig voneinander verwenden. Das heißt, ich kann nur die Markise aufmachen und auch den Durchgang zumachen. Eine ganz stinknormale, sage ich mal, Seitenmarkise. Ich kann auch nur den Tunnel nehmen, einhängen, habe meinen überdachten Einstieg und muss das nicht mit einer Markise an der Seite noch verbinden. Es kann natürlich auch mal windig werden, wenn man reisen, campen unterwegs ist.
Und beides lässt sich einzeln abspannen. Das heißt, ich habe im Tunnel obendran 2 Ösen, da kommen Seile und Haken mit. Damit kann ich das abspannen, da er ja nur oben befestigt wird, ohne Markise. Und dann, damit er nicht im Wind das Flattern anfängt, kann ich den festzurren. Auch die Markise kann ich nochmal abspannen. Dafür ist das hier dabei, nämlich zum einen hier diese beiden Haken und auch noch zweimal solche Seile mit einem kleinen Metallplättchen. Und wir zeigen euch jetzt, wie man das dann da befestigt. Hier sehen wir, wie das Ganze abgespannt wird. Ich spanne das, wir zeigen es gleich nochmal im Detail. Ich spanne das Ganze oben fest. Hier den Haken machen wir jetzt nicht ganz rein, weil das ist der Garten vom Chef. Da wollen wir nicht keine zu tiefe Löcher bohren. Und dann kann ich das hier so auf Spannung bringen, dass das Ganze dann eben auch bei Wind und Wetter stabil hält. Jetzt nochmal der Ablauf im Detail. Ich habe hier mein Seil. Wenn die Markise geliefert wird, dann ist dieses Seil immer hier in der Leiste mit drinnen. Das heißt, man guckt dann, dass man das vielleicht in die Tunneltasche oder sowas mitpackt, dass es nicht verloren geht. Ich habe hier hinten ein Endstück mit einem kleinen Metallplättchen und hier habe ich eine kleine Schlaufe. Zum Festmachen dieser kleinen Schlaufe öffne ich die Markise ein bisschen. So, nimm diese Schlaufe, stecke sie hier dahinter, so dass ich, wenn ich das hier dann wieder hier durchstecke, so eine Schlaufe fest sitzt. Jetzt kann ich das Seil hier nehmen, kann das Ganze dann eben in meiner gewünschten Länge, und zwar ich mache jetzt mal den Haken weg, so kann ich das hier dann so spannen, dass das hier dann wirklich auf Zug ist. Ja, und dann, wenn ich den Haken hier drinnen habe, und es ist zum Beispiel, ich mache den Haken fest, ich habe es jetzt hier unten, dann nehme ich das hier noch so ein bisschen hoch, dass das eben hier auch wirklich straff sitzt. Dann ist das auch wetterfest und auch bei stärkeren Winden kein Problem. So Leute, jetzt geht es in den Abbau. Aufbau geht ja immer recht fix. Wir schauen nochmal, wie schnell der Abbau geht. Wir fangen mal mit den Abspannseilen an. Nummer 1 und hier noch die Nummer 2. So, die Leiter packen wir schon mal zusammen. Als nächstes machen wir das Zurband hier ab. Als nächstes kommt die Markise. Wir nehmen die seitlichen Stangen von der Markise und fahren sie ein, während der andere das Ganze am besten hält. Zack, zack, zack. Und rein. Die beiden Stangen. Wie gesagt, durch dieses Gelenk kann ich sie hier einfach festdrehen und wieder locker machen und eben festdrehen. Am besten nicht auf Gewalt. Bisschen so, bis man den Widerstand spürt und dann passt die Sache auch. Wir können jetzt sehen, dass oben noch das Fenster offen ist, der Durchstieg zum Tunnel. Das geht aber dadurch, dass das ja der Klett oben ist, geht das am schönsten, wenn man das zusammenrollt und nicht quasi schon mit offener Markise macht. Das heißt, wir rollen das bis zum Tunnel, sprich bis hierhin, lösen hier den Klett. Legen das hier dann hier so schön drauf und rollen weiter. Gucken wir noch, dass wir hier haben wir diesen kleinen Dips, den haben wir auf der anderen Seite auch. Einmal hier und einmal hier. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir hier so mit der Markise da so ein bisschen Push, Mode Push. So, dass wir hier quasi drüber landen. Dann nehmen wir den Klett, der hat hier unten sein Gegenstück. Hier, wo mein Wurstfinger ist. Nehmen wir das Zurband, führen das hier schön durch. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. So, wenn die Markise dann zusammengeschlossen ist, kommt als nächstes den Tunnel. Den nehme ich einfach noch, wenn das Zelt offen ist, und ziehe ihn seitlich raus. So, und auch hier wieder nehme ich die Stangen und lege das hier quasi hier oben drüber, dass ich ihn auf links gedreht habe. Und dann bekomme ich auch die beiden Stangen auseinander. Kann ich das Ganze hier schön falten, beiden Stangen aneinander. Hier habe ich dann noch meine seitlichen Stangen, falte ich einfach noch mit daneben. Voilà, Tunneltasche. Kommt das Ganze dann rein. Und auch noch natürlich meine beiden Abspannseile von der Markise, damit sie nicht verloren gehen. Und auch meine beiden Haken. Bei der Tasche gibt es jetzt noch so einen kleinen Trick. Das heißt, so wie die Tasche jetzt ist, geht sie manchmal schwer zu, weil das hier so seitlich rausgeht. Dann dreht man das Ganze hier auf links, macht das ein bisschen weiter zu. Voilà. Den Tunnel nimmt man am besten mit einer Hand und legt den einfach oben mit ins Zelt. Dann ist der auch immer abfahrtbereit und mit dabei. Müssen wir noch die Spannung von den Gelenken lösen. Zeltstoff macht man hier so runter. Die Leiter ist so eingehängt, ich kriege sie seitlich nicht raus, ich kriege sie nicht nach oben. Ich gehe hin, passe aufs Auto auf. So, komme dann auch oben mit ins Zelt. Als nächstes hier vorne. Jetzt hier ich da so ein bisschen rein, gehe hier hoch, nehme das hier an Zurband. Da die kleinen Dämpfer, die halten das Ganze oben, von daher immer sich so ein bisschen reinlegen. So, einhängen. Andere Seite selbes Spiel.
gerne auch zu Hause nachmachen. Wenn man nicht ans Seil kommt, ein bisschen am Stoff, alles kein Thema für den Stoff von James Barwood, ziehe ich das Ganze runter, lege das Ganze hier hinten ein bisschen rein. So. Das war der Markisentunnelaufbau von James Barwood. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fandet es interessant und es war vielleicht sogar was Nützliches für euch dabei.